Servus. So. Dann fahren wir fort, wo wir aufgehört haben. So, Tiefensicht geschwächt. Platte Rasputin einen Besucher. Ja genau. Das werden wir auch machen. Sonst gehen wir noch vor die Hunde. Auch zum Friedhof. Wieso sollte ich... Was? Sollte ich jetzt Zeit verscheißen? Verstehe ich jetzt nicht. Der Rasputin ist doch... Ja, da. Da unten drin. Ja, da können wir mit ihm reden. Verstehe hierin. Ich bin gespannt. Mr. Shitsky. Is Rasputin here? Sadly, yes. Oh ja, die will ihn nicht. Okay, ich verstehe. Da sitzt er. Bringen wir dieses Quest zu It's Ende. good to see you. Unless I'm mistaken and you've come with something unpleasant. Das haben wir alle schon erfragt, also dann Hypnose brauchen wir. I don't feel great. Let's see Ja, what you mal brought Kopfweh with vom you Saufen, this ne? time. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Where is he? I don't see him, but I can sense. Das Händel müssen wir ja sehen. Da ist das Händel. So that's how you want to play. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good. That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding.
Ja, wie süß. Schau, wie er da steht. You have him. What the fuck? Das schaut wirklich sehr strange aus, das Vieh. Briefkasten verfügbar. Oh je. Noch eine Ebene mehr. Mehr You Zeug. look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. Passt. Angehen wir. No, I won't bother you. We can talk next time. The Nardazinski door is always open to you. Jawohl. So, das ist jetzt sehr gut. Jetzt können wir zum Barbier gehen. Oder warte mal, vielleicht können wir noch ein paar Quests machen. Okay, ich habe mir echt gedacht, dass es die Zunge ist. Ich dachte mir echt, er ist die Zunge. Aber stattdessen ist er halt Hirn. Na gut, dann werden wir halt das Hirn entwickeln, oder? Was kriegen wir da? Überlegte Entwicklung fügt Schaden zu. Das fügt Fettschaden zu. Servus, Gockerl. Black Sun. Upgrade Fokus. Passt. Das wird sich auch noch ausgehen, oder? Passt. Wie viele Punkte haben wir noch? 2. Scheiße, jetzt sind wir halt langsam im Arsch, ne? Wobei eigentlich nicht, weil haben wir halt die 3 Stränge, die uns möglich waren, vollkommen aufgepowert. Bis zu dem nächsten. Das heißt, uns fehlt jetzt auf jeden Fall Zunge noch, ne? Das heißt, wir werden irgendwo noch die Zunge kriegen. Vielleicht, wie du gesagt hast, beim Hauptquest, ne? Also jetzt vielleicht zum Barbier dann gleich. Aber jetzt schauen wir mal die Nebenquests an. Vielleicht können wir da schon etwas fertig machen. Zur Sicherheit. Der hat jetzt nichts drin. Das wird immer komplizierter. Schwachstelle und des Tempos. Das gebe ich jetzt halt mal darüber, weil ich nicht weiß, was ich sonst geben soll. Ne? Passt. Dann haben wir es mal. Dann gehen wir mal hier raus. Und, oh, wir können jetzt das anschauen, untersuchen. Sehr gut. Das ist das wegen dem WAG, ne? Sie gehören einem gewissen Ehepaar Grogut. Scheint nicht besonders viel verkehrt zu sein. Abgesehen von den Anzeigen für die Okraner ist der Briefkasten gefüllt mit Slavs Überlegungen und Zweifel, ob überhaupt jemand die Nachricht liest. Aha. Nicht nach Plan. Die junge Frau, die ich im WAG-Hauptquartier getroffen habe, bespitzelt sie heimlich für die Okraner. Ach so. Allerdings ist ihre romantische Vorstellung von Spitzelleben hart mit der Realität koaliert. Ich könnte den Konflikt mit den Thaumaturgen Feinden schnell lösen, aber dafür müsste ich sie an Wlodomirz verraten. Ist das etwas, was wir tun wollen, ist die Frage. Hello. Indeed. Fanciable. Up Hello. close. I would even say a solid 8, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. Dreh mal um. Woo! 8 it is. Will you show us something more? Der was? May I ask what you ladies are doing? Das ist der What Los. everyone does. We're evaluating. Aha. A solid 8? Wieso keine 10? You know, on a scale from 1 to 10, you look quite spiffy, sir. Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop, got an itchin' looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? 6, 5.
Zero, there's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Mhm, ja, ja. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a 10. Dann hauen wir den halt zu Brei. Den Volltrottel, den Depperten. Oder auch nicht. Mal schauen. So, wer ist das? Er. Wer kommt da schnellster dran? Durchdringende Kugel, wenig Schaden. Trickschuss, mehr Schaden und da unten ist der höchste Schuss. Das ist dann der da rechts, okay. Naja, dann hat der. Lelek. Kannst deaktivieren. Bukawatsch kann ihn deaktivieren. Der kommt das erste dran. Er ist aber nicht gut. Ja, dann mal. Was hat der da für eine Verteidigung? Senkt die Auswirkungen auf den Fokus. Oh. Ja, ich werde mir mal da eine Vergiftung reinhauen. Da werden wir den Lelek nehmen. Verringert Fokus für eine Runde, kann dir kein Statuseffekt zugefügt werden. Verringert Fokus, entfernt alle negativen Effekte, das ist sehr geil, ist aber langsam. Und das ist das. Verringert Fokus, unterbricht geplante Handlung des Feindes. Dann kommt er nochmal dran. Zu spät, also zu früh. Fuck. Na gut, machen wir das, dass wir ihn nochmal bereichen. Und dann kriegt er auch mal den Statuseffekt drauf. Ja, er schießt auf uns. Jetzt ist er auf jeden Fall gebrochen. Gut. Da er gebrochen ist, er jetzt die Qual drauf. Und unser wunderbarer Freund hier wird den mit dem Fuß hier verringert Fokus. Unterbricht die geplante Handlung eines Feindes, wenn der Feind vom Status gepeinigt. Das ist halt ein Scheiß. Sieht sich halt nicht aus, ne? Aber hier könnten wir den Fokus brechen. Oder die geplante Handlung. Ja, das machen wir. Servus. Welcher? Pestilence, hallo. Welcher Char? Der da, oder was? Wir müssen noch zum Barbier. Dann schaut er vielleicht schon anders aus. Was ist mit dem da hinten? Den braucht den Up hier. Wer greift hier als erster an? Der da. Ja, dann kriegt er mal die Groschen. Jawohl, beißen ins Kreuz. Gebrochen, jawohl. Ja, meiner? Ja, so ähnlich schaut der nicht aus. Ja, er hat halt er hat noch nicht genug Bart. Er braucht mehr Bart. Vielleicht kann ich ihm den beim Barbier geben. So, der Up hier. Los geht's. Tot. Eine harte Kante, ja. So, dann werden wir ihn noch einmal, schneller verhexen. Der schlitzt ihn einmal ordentlich auf. Wir kriegen 10 HP hinzu, sehr gut. Der depperte Beil da. Der Mistkerl. Den werden wir da gleich einmal ordentlich ins Einheizen. Und der Up hier mit dem geht sich alles nicht aus, okay. Fokus könnte ich entfernen. Das ist sinnlos, der stirbt ja eh gleich, oder? Die negativen Effekte lösen wir auf bei uns zur Sicherheit. Vielleicht kriege ich auch noch einen Zylinder im Spiel, dann könnte ich ihn wirklich cosplayen, ne? Dann cosplayt er mich wirklich vielleicht. Ja, schießt mit der Pistole auf mich.
Aua, jetzt sind wir bald hin. Vielleicht habe ich die unterschätzt, die zwei. Wieso stirbt die nicht? Scheiße. Jetzt ist er tot. Bam! Oh! Und dann liegt er im Matsch. So, da kriegt jetzt noch so einen in die Rippen. Komm, schlitz ihm auf. Fast 16 HP hinzugefügt. Du uns. Und mit einem Schuss. Und Abschied. So macht man das mit dem Volltrotteln da. Kein Pardon, keine Gnade. Da liegen sie jetzt zuhauf. Wo sind die Frauen? So, jetzt bin ich eine 10, oder? Für diese Show verdienen sie eine 10, Schatz. Ne? Das setzt hier nieder. Aber das wollte ich jetzt gar nicht. Wo ist denn der Barbier? Da war doch irgendwo der Barbier. Da ist der Barbier. Schauen wir mal. Ich brauche dringend ein Konterbier. Ein Konterbier. Also das ist quasi das Reparaturseil, oder? Meinen die damit, nehme ich mal an. Come in. Sagen, dass du deine Haare geschnitten haben möchtest. Please set my hair to rights. Yes, sir. Oh, und jetzt kann ich wirklich aussuchen, wie. Sehr geil. Okay, gut. Ich habe schon Angst, ich hab schon Angst gehabt, ich verliere meinen Bart. Wieso ist das mit einem Stern versehen? Da unten ist der Bart. Ja, das werden wir da dabei bleiben, oder? Haare machen wir natürlich so fertig. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? Er redet nicht mit uns, okay. Normalerweise nicht. Ja, das ist okay. I can't help noticing that you're the most tight-lipped barber I've been to. Stimmt. And Normalerweise reden die immer you so viel, oder? that you rarely talk to clients. Why is that? When I prepared them for their final journey, it's hard to ask for their opinion. Oh, So er ist you eigentlich der, style the deceased do? der Friedhofsschneider, oder They was? still need to look good. Der After all, you Friedhofshaarschneider. only get a funeral once in your lifetime. Geil. So, what do you think? Ja, Do you super. like it? Der Nobelfriseur, lol. Gefällt mir. Yes, you're talented. Years of practice. My clients are always satisfied. Ja, always. Okay, das ist köstlich. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass das der Barbier der Toten ist, sozusagen. Quasi, oder? So, schauen wir mal. Das ist das Hauptquest, wie es weitergeht. Das ist das, was wir angefangen haben, das Sidequest, das nicht weitergeht. Das ist das Sidequest, das wir bis jetzt nicht weiter haben können. Und das ist... Da warten wir. Und hier... Warten wir auch, oder? Warte ich eigentlich auf alles? War das hier? Das war da unten. Wieso war das da? Die Zeichenstunde, richtig. Die war auch nicht hier? Aber ich dachte, irgendwas war doch beim Friedhof. Ah, jetzt das. Das. Wie spät haben wir es denn? Was ist es? Später Nachmittag. Ist jetzt endlich etwas, was wir fertig machen können. Jawohl. Bitte. Nein! Mr. Shitsky. I guess Was? Goodbye. Das ist hier drin? Das ist doch nicht hier drin, oder? Das ist ein zweiter, okay. Okay, bewegte Bilder. Ich weiß nicht, ob sie jemals traditionelle Fotos komplett ersetzen werden. Das ist so der... Das ist so der Internetspruch, oder? Dieses klassische... Das Internet ist Neuland.
Ja, genau. Ja, niemals werden sie Fotos. Na, komplett ersetzen werden sie eh nicht. Das ist richtig. Fotos wurden nie komplett ersetzt, aber. Naja, okay. War herrlich. Wir waren bei einer Filmaufführung. Äußerst gut für unseren XP-Balken. So. Das heißt jetzt Zeichenstunde. Wo? Auch hier. Aber jetzt ist Nacht. Wahrscheinlich haben die es nicht offen. Oder war das in der Nacht offen? Schauen wir mal. Doch nur ein paar... Woher soll ich das wissen? Wie viel Uhr das ist? Was ist das eigentlich? Vielleicht gehen wir da rein. Vielleicht können wir da jetzt schon was weiterführen. So, mal zu ihr gehen. Is there anything else you want to ask? Tja, I know about your little secret. You don't work here out of passion, do you? Is it necessary to enjoy one's job? das muss doch, das kann doch nicht ernst sein, oder? For the Russians, not the WAS. You must be crazy. I don't snitch to anyone. Leave me alone. I have a document that might compromise Mr. Konieczny. Why should I care? Your supervisors will be keenly interested in this evidence, I presume. But I've told you. Just take this letter and do what you deem right with it. I'm sure it will help you get a better assignment than this one. Well, just leave it with me. But I still don't know what you're talking about. Doch, sie geht. Beweisaufnahme. Die Orkrana wird bald Hinweise auf Florimes subversive Ansichten erhalten. Es sollte nicht lange dauern, bis das Wirkung zeigt. Ich kann die Sache mit der WAG also als gelöst betrachten. Redet man doch mit ihm? What are you sniffing around here for? I thought the Okhrana would be interested in your activities and sent them some of your compromising materials. They should be especially appreciative of how your organization gets its funding from the socialists. Oh. So the Okhrana sent Mieczysława to you. Your snitch is just now strolling over to them, carrying all the evidence. Liar. Do you see her anywhere around here? You will regret this, magician. There won't be a place on earth that will hide you from the wrath of the righteous. Ich bitte, dass er sich schleichend Just der don't send Rotto. your boys to the cemetery anymore, and send me a postcard from the Citadel. So, dann reden wir mit dem Totengräber und wir sind fertig. Perfekt, dann kann er den Friedhof auch wieder öffnen. Das heißt, wir haben ein Sidequest. Wir haben endlich ein Sidequest gelöst. Wundervoll. Wundervollst. Sweet Jesus, don't scare me. I'm just here to see if the dead are lying down as they should. First of all, the WAS won't mess around here anymore. Did you send them to hell where they belong? I turned the matter over to the secret police. Now the Okhrana will deal with them. Ha! They'll bring them a fate worse than death. Der Böse von That's uns, the aber mein way. Gott. Die sind ja But Idioten, now also that it's passt es all schon. over, would you be so kind as to make a donation?
For the cemetery. Ich soll jetzt was spenden auch noch, obwohl ich das gelöst habe. Sure, important notices reach you as quickly in the future. Will ich mich verarschen? Zustimmen. I'll be gracious. Please write a letter to my sister. Die Schwester muss alles zahlen, die hat ja kein Geld. Thank you for looking kindly on an honest man. If you do expire someday, I'll get you the most exquisite hearse. God Vielen Dank. bless Ich glaube, wir Mr. sterben Schulze. nach dir. Der Typ ist ja schon mit dem halben Fuß im Grab. So. Und wir haben einen Punkt erhalten. Sehr gut. Gut. Na dann. Schneider und die Hauptquest weiter oder schauen, ob hier was geht. Na, wir schauen jetzt mal endlich. Oh, was ist jetzt? Zeit verstreichen lassen, gell? Das ist die geheime Kunstausstellung. Aber wann? 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 Jetzt steht ja nicht da, oder? Wann? Wer weiß wohin. Schauen wir mal. Einladung. Handelt sich um eine Einladung der Ausstellung. Aber, verstehst du? Also ich meine, es steht ja nicht da, bis wann ich warten muss. Let's wait. Let's wait and... Ich weiß ja nicht bis wann. Also brechen wir mal wieder ab. Jetzt Nacht, oder? Da ist aber auch was. Ich werde mal nach Bovischl reisen. Da ist das andere Hauptquest. Nebenquest. Hauptquest, Nebenquest, Quest. Da regnet es schön. Machen wir mal das da. Das ist diese Sehenswürdigkeitsquest, oder? Da müssen wir den See runterrichten. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Schön. Perfekt. Hätten wir das auch. Jetzt fehlen uns diese zwei Quests hier. Und die Quest können wir erst machen, wenn wir die Hauptquest hier weitergemacht haben. Und wir hätten hier noch die mit den Huren. Vielleicht kann ich da was machen. Oder vielleicht kann ich das auch erst später lösen. Weil das scheint so eine recht Sache-Quest zu sein. Mit ganz viel Zeug haben wir bis jetzt dafür schon gemacht. Was ist hier? Of all the joints in Powiśle, Ah, er wieder. I have to go. Das lassen wir lieber mal. Da geht nichts. Oh, scheiße, da brauchen wir wirklich, da bräuchten wir die Zunge. Da brauchen wir die Zunge. Das ist ein Drama. Das ist wirklich ein Drama. Dann mache ich jetzt das Geheimnis hier. Das ist die Zeichenstunde. Wobei die Zeichenstunde ist ja... Ist das doch jetzt alles da oben? Was war denn dann da unten? Ja, dann erst wieder zum Friedhof. Und wenn wir die zwei haben, machen wir das Hauptquest weiter. Und hoffen, dass uns das andere Quest nicht in die Binsen fällt. Nacht. Ich meine, ich würde gerne wissen, wann diese scheiß Zeichenstunde ist. Ich warte halt. Your legs getting sore? Stupid question. Warten wir halt bis auf die Früh, oder? Let's wait. So, Wirklich. Ja dann.
Warten wir halt bis zur Mittagsstunde. Ich mache das jetzt einfach so lange, bis es... Weiter. Bis zum Tagesanbruch, bis Nachmittag. Oh, jetzt geht's offensichtlich. Was? Wieso jetzt runter? Er zeigt es mir ja oben an. Das war jetzt mir eine Unverständlichkeit. Das ist ja kein logischer, das macht ja keinen logischen Sinn, oder doch? Passt, da drin ist die Zeichenstunde. Die Alexander-Newski-Kathedrale, ein Geschwür im Herzen der Stadt. Es ist schwer, sie objektiv als architektonisches Werk zu betrachten. Ein architektonisches Geschwür. Ast. Das heißt, noch eine Queste hier. Ausstellung. Kunstausstellung. Ja, ich muss wieder warten. Aber ich weiß ja nicht auf was. Wie heißt das? Godot? Tagesanbruch, Mittagsstunde, Nachmittag. Aber ist nicht gerade Nachmittag gewesen? Ah ja, okay. Gut, wir haben's. Teil. Es kann sein, dass die Zensoren eine so raffinierte Allegorie nicht verstehen. Manchmal macht das Joch wohl erfinderisch. Okay. Interessant. Oh, da ist wer. Ein Polizist. What is it? There, it's Shulsky, our mighty good chum. Ein Schläger. Victor! Good to see you! These two shivs claim you know each other. Is that true? It depends what they did. Well, just a stroke of rotten luck. I asked you a simple question. Yes or no? I've never seen them before. I swear on my father's life, and may he live forever. You two-faced fucker! When the boss hears about this, it's over. That's enough. Let's get them. Good thing they're building the sewers, Shulsky. You'll have a place to hide. Wer ist denn das? Wieso habe ich mich das jetzt gemacht? Ich erinnere mich an das gar nicht, an die zwei Deppen. Vielleicht habe ich jetzt auch einen Scheiß gemacht, ich weiß es nicht. Aber ich kann ja nicht alle kennen. So, passt. Wir haben alles. Wir können jetzt eigentlich nur noch die Hauptquest machen. Und da werden wir hinlaufen. Die ist unten... was? Im Schneider, oder? Weil wir uns Abendkleidung holen. Diesem Nordteil, im Nordteil. Im Südteil. Da wo unsere Villa auch ist? Nein.
Der Schneider. Okay. Wir müssen dann reden, aber vorher schauen wir uns da um. Hier werden Visionen des Schneiders verwirklicht. Einzelne Fäden der Konzentration hängen noch am Mannequin. Mannequin? Die nach Grundbesuchen aufgefranst und schlaff herabhängen. Sämtliche Ideen, die nicht gut genug sind, werden aussortiert. Änderungen, Änderungen, nichts als Änderungen. Unvollendete Entwürfe. Die Entwürfe strahlen eine überwältigende Wut aus. Verzweifelte Hände versuchen erfolglos etwas wahrhaftig Interessantes, nie Dagewesenes zu erschaffen. Stattdessen erschafft es doch nur Chaos und Ungeduld. Dreckige Kaffeetasse. Im Bodensatz ist noch deutlich der Stress des Schneiders zu spüren, der ihn dazu bringt, unaufhörlich Kaffee zu trinken. Mit dem Kaffee bekämpft er die Müdigkeit, denn Schlaf ist vergeudete Zeit, in der er weitere Änderungen an den Kleidern vornehmen könnte. Änderungen, Änderungen, Änderungen also. Ich weiß nicht, Kaffee macht mich nicht munter. Die Nachricht stammt von einem ungeduldigen Kunden des Schneiders, der ihn auffordere, den Auftrag endlich fertigzustellen. Der Schneider hat eine ruhige Hand, wenn es ums Nähen geht, aber in seinem Kopf herrscht eine gähnende Leere. Er braucht dringend Inspiration. Denn Frustration und Ungeduld haben noch nie gute Ideen hervorgebracht. Wenn es so weitergeht, wird er den Auftrag nie abschließen können und nie schöpferische Erfüllung finden. Oje, der arme Hund. Schneider. Excuse me. Damn it. I forgot to turn the key. Ha, der wollte schon zumachen, ja. Der wollte zumachen. Tell me. What is it? I need some evening wear. Quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Schulski, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. Now, I'd like to go to my business. Ja, aber sag uns doch, was wir kriegen. Was ist das da? I couldn't help noticing you're struggling for inspiration. You've got a keen eye. The book makes it easier? I have to guess what everyone has in their mind. Is there any way I can help? I want to know what people look for in fashion these days. Back in the day, all you needed was 2 pant-legs and a space for your Johnson. I don't know what Alles else viel there einfacher, is ja, to stimmt. it. If you tell me that, I'll be grateful. I'll sew you anything you want in return. Wirklich? Let me sharpen my senses. Okay. I won't bother you. All right. Bereite dich auf die Suche vor. Finde Inspiration für den Schneider. Ich bin selbst die Inspiration für den Schneider. Fertig. Aha. Das hier können wir uns immer was schneidern lassen. Ja, vielleicht finden wir ja auf der Soiree Inspiration für den Schneider, hä? Das ergibt Sinn fast schon. Da sehen wir irgendwelche Heiseln, irgendwelche Wohlgeborenen mit irgendeinem Schnickschnack-Schaß und werden dann dem Schneider unsere Inspirationsmöglichkeit. Oder wir kriegen einen Schneider-Salutor vielleicht. Vielleicht eine Kuh. Schauen wir mal. Oh, da ist unser Päckchen. Oh, schön. Schön verpackt. Sowas wird heute nicht mehr erzeugt. Well, I don't know. I don't know. I see you went to a barber. Ja, That's something unser I'd Bart like- ist gar nicht weniger geworden. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny.
Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Ja, wir kommen schon mit. Dem Scheiß. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Stilvolle Unangepasstheit. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Kann er nicht einmal zumachen vorne, so eng ist das dann. Die sagen, dass du besser als sie aussiehst, bedanken und Komplimente erwidern. Thank you. You look fantastic. Na, das finde ich zwar okay, aber ich finde, du kannst das ja nicht zumachen. Das ist die Hölle. Schau das mal an, das kannst du nur offen tragen die ganze Zeit. Schau, wenn das zumacht, steht er so da. Wie in einer Zwangsjacke. Could have kept from losing the black grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Könnte ich nicht tragen. Aber das haben wir ja gestern gesagt. Du geh aus. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you? Da wie er da steht, weil er sich nicht bewegen kann. Here on the invitation of Svetlana Rumyantseva. Yes, we are expecting you, of Yes. course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. Das ist das Richtige für einen Black Sun, eine Soiree. Successful evening. I'm impressed. Oh. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to Wenn keep das nicht it unsere that way, Schwester right? wäre. Oh, da ist eine Schlange. Oder ist es ein Wurm? Who are you, my golden slithering friend? Victor? Der Bügelfalte könnte man auch brutschen. Can you hear me? Yes. Of course. Da ist eine Schlange. These people are just waiting for us to put a foot wrong. Der ist dann also, die Schlange ist die Zunge. Das ergibt dann auch wieder Sinn. Then, brother. I'm going to hang around here a little longer. Ja. I'll meet you upstairs. Wir wollen uns ein bisschen umschauen noch. See you there. Ja, siehste. Svetlana. Dem Laster. Da glaube ich, denke ich immer an den LKW, gell? Hahaha. Hahaha. Der Laster, verstehst? Eine Prozession schlanker Beine, bunter Federn und melodische Stimmen. Im Gegensatz zu Revue-Tänzerinnen ziehen diese Schönheiten ihren Liebhabern das Geld unabsichtlich aus der Tasche. Oh! Sieht ein bisschen verrückt aus. Im goldenen Käfig sitzt ein exotischer Vogel, der mich mit schwarzen Augen beobachtet. Um den goldenen Käfig schwirren geflüsterte Worte einer Frau, die darüber nachdachte, ihn zu öffnen. Sie stand kurz davor, den Vogel aus Jux zu befreien, um das darauffolgende Chaos zu genießen. Irgendetwas hielt sie jedoch davon ab, weshalb der Vogel noch immer im Käfig ist. Also was? Schau, da ist. Aber das hat jetzt nichts mit dem. Für die Science. Die Oberfläche des Plakats spiegelt die positiven Gefühle der Passanten wider, die es sich durchgelesen haben, darunter die Neugier in Bezug auf das mysteriöse Medium und Aufregung, die sich durch einen erhöhten Puls verrät. Anscheinend sind die Seancen der Madame sehr beliebt. Anscheinend. So, das ist in dem Raum alles, oder? Gut, dann sprechen wir mal mit dieser Dame da. Well, well, Wow. someone new. Eine 8, eine 10 sind wir. Good evening, Viktor Schulski. Irina Aber Orlova, fesche Haar habe ich mir those machen that lassen. loves. Wir haben wieder This is ändert bald. Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Shulsky.
The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? How are you enjoying yourselves? We can't Ah, die complain. vom Schlechter, die... Seeing as we're Okay. debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. Nein. Toll. Ah, wir machen das I've erste. heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Someone was recently playing with the lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Shulsky? In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. Ja, das stimmt wohl. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. Wie ja, None of your ungezogen. fathers know? None. Especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. Witzig. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a Thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A Thaumaturge. Don't worry. But now you do. That trick with the cage, you've impressed me. I need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyanseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Okay. Hat jemand seinen Fächer verloren? Der Perlmuttgriff. Wahrscheinlich hat die Besitzerin damit meistens ihr freches Grinsen verdeckt. Ein klassisches Manöver der gehobenen Gesellschaft, simpel aber effektiv. Die Besitzerin des Fächers ließ ihn kokett und vorsätzlich fallen, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ja, wir werden ihr nachgehen und ihr den Fächer bringen. Wo immer auch sie hin möchte. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Scowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Wir hören zu. Old Scowan and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligiashulska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Vernarrtheit. Sergei will seine Gefährten beeindrucken. Er hofft sie davon zu überzeugen, dass er ein würdiger Kandidat für die Hand der Tochter von Generalgouverneur Scallon ist. Er heißt doch Ellen? Kalon. Sergei hat Pläne in Bezug auf Sophia, die er jedoch nicht ohne... Was? Die er jedoch noch nicht verwirklicht hat. Unglaublich. Vorstellen. My name is Viktor Shulsky. Well, there we have it. Sagen, dass dir nicht gefällt, was sie sagen. And I don't like what I just heard, especially about my sister. Ja, wirklich. Ist eine Frechheit. Eine Frechheit ist das.
Und was wollen Sie dagegen tun? Einen Streit anzetteln. I'm afraid we've got a few things to explain to one another. Preferably through violence. I don't think so, Mr. Shulsky. Where are you from? You're among polite society, not cattle. Pardon me, gentlemen. I promised that I would be well. Ja, stimmt, das haben wir der Schwester ja. Lunatic. Ja. Das haben wir der Schwester ja versprochen. Also gehen wir hinauf. Ja, dort gehen wir rauf. Weiß nichts. Hier irgendwas? Du. Oh, ein langer Gang. Zerbrochener Teller. Da kann man eigentlich nur reingehen dann, ne? Oh, haben wir den nicht gesehen? Den haben wir doch gesehen beim Begräbnis. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? I could ask you the same question. I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. A doctor, thaumaturge, or policeman could say the same. Your interest flatters me. Who knows? Maybe the apple hasn't fallen far from the tree, and someday we'll even be friends. How well did you know my tree? We enjoyed talking and lending one another a hand. If I may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Ja, will es nicht sagen, natürlich, ist ja klar. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Shulsky. Yes, I'm sure. Dass der immer da irgendwo auftaucht. Ja. Komisch. Ist komisch. Wirklich komisch. Das ist beides da rein. So. Speichern. So, da rein. Svetlana Petrovna Romjantseva. Das ist also die Gespusi. Ist das da? Cognac. Diskrete Halbsätze, unehrliches Lächeln und verstohlene, hinter Fächern verborgene Blicke. Nur Schein kann sein. Ich bin in eine Schlangengrube gefallen. Hier will jeder Schritt überlegt sein. Gut, das passt dann zu der goldenen Schlange, die wir sahen. Ah ja, unterzeichnet es. Wunderbar. Was erlaubt ist? Das ist ein Heisel. Da ist nix. Da steht die ganze Wohnung frei und so. Thaumaturge never fails me. There is something here. Ja.
Der Tisch ist mit rotem Stoff bedeckt, auf den Sternbildern zu sehen. Stimmt. Der Stoff der Tischdecke ist in Misstrauen und Nervosität gedrängt. Die Emotionen sind frisch und deutlich zu erkennen. Sie sind gerade erst von Samiras Fingerspitzen in die Decke geflossen, als sie ihre Hände auf die Decke legte, um sich selbst davon abzuhalten, vor Nervosität in ihre Nägel zu kauen. What the f Kerzen in einer Reihe. Die Flammen formen sich zu einem Bild, eine Hand, die über dem Feuer tanzt, ein Augenpaar, das der Hand folgt und Lippen, die angespannt und aufgeregt Worte von sich geben. Das Versprechen, etwas einzufangen, die Sicherheit, das Vorhaben gelingen wird. Du wirst zu mir gehören. Wen geht's denn da? Ja, das war irgendwie... Was ist das? Mal da durch. Da zuhören. Grammophone. Was ist da? Leere Champagnergläser, die Lippen, die vor kurzem mit Champagner aus diesem Glase benetzt waren, formten immer wieder verletzende und verächtliche Worte. Irgendjemand bereut es anscheinend, diese dumme Trulla Luiza geerdet zu haben. Ich bezweifle ehrlich, dass sie die dümmere von beiden ist. Okay. So, dann schauen wir noch, was das ist. Wer ist das? Die Samira. Maybe that's enough. What do you want? Oh! The trick with entering someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. Nicht schlecht. Come here to torment me, unmask me. Nein, I don't see nein. any fun in unmasking you. So what do you want? Nichts. Thaumaturgin. Madame Samira ist nicht nur ein mysteriöses Medium, sondern auch eine Thaumaturgin. Sie ist sich der Anwesenheit von Veles bewusst. Sie will ihn selbst einfangen, weshalb es ihr gar nicht passt, einen anderen Thaumaturgen zu sehen. Sie ist eindeutig fest entschlossen, sich den Salutor zu sichern, weshalb sie alles versucht, um mich von der Jagd abzubringen. Okay, das heißt, das ist eine Gegenspielerin hier. I think your idea of pretending to be a medium is fantastic. It sounds like I impress you. How many people know? Is that a threat? Your Siren is quite impressive. Flattery will get you nowhere. Madame, you're being impolite. What about a little competition? We'll see who wins. I'll pass. Aha. Sie sieht beeindruckend aus. Es ist Sirin. Er passt perfekt zu ihrer geheimnisvollen Aura. Die geheimnisvolle Madame Samira ist in Wahrheit eine Thaumaturgin, die von Sirin begleitet wird, der genauso faszinierend ist wie sie selbst. Sie spielt die Rolle des Mediums, um sich frei auf die gesellschaftlichen Zusammenkünfte bewegen zu können, die auch Veles, den Salutor, den sie jagt, anlocken könnte. Ah ja. I noticed a wild Salutor here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. What do you know about this Salutor? Do you know its name? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with a flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to stay out of it. The person with the flaw attended the seance, right? So I'm on the right track. Have you finished? Das ist alles geplant, dass sie den kriegt, okay. So should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Schulski, but you can call me Victor. Now, Mr. Schulski, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. Aha. Ist dem so? Ich glaube nicht. Das ist Ligier.
and the general says to him, tell us something funny. Then Baluzzi replies, General, why don't you shoot a cannon first? That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orwoffs. Das kannst du merken, Black Sun, für morgen fürs Office. You know, sir, your face looks Das familiar wird der to me. Renner. My name is Viktor Schulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? How is it being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. Ja, aber sie hat auch viele Briefe an uns Quite geschrieben, truly, I'm also an den sorry Vater. for you. Both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Shulsky, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. I wonder, is that truly everything our soirée can offer you? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Eine Gedankenspur, dezente Andeutungen. Dezente. Tja, Svetlana weigert sich offen mit mir zu reden. Vielleicht ist sie nervös, weil sie von Augen und Ohren umgeben sind, die nach Klatsch und Tratsch lechzen. Trotzdem spüre ich genau, dass sie mir etwas mitteilen möchte. Ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Ja, dann schauen wir uns da nochmal um. Na bitte. I felt something. Where is it? Auf dem Gusseisen sind Ruß und Reste eines verbrannten Briefes zu sehen. Ihre sonst so ruhigen Hände zitterten fürchterlich, während sie die Zeilen hier liest. Er beobachtet sie, das wusste sie bereits, aber wie kann er es wagen, ihr zu drohen? Aufgeregt war sie den Brief warf sie den Brief in den Ofen, zu dumm, dass sie die Person, die sie beobachtete, nicht so einfach loswerden konnte. Die Überreste enthalten die Besorgnis des Autors über Svetlanas Zustand, die dieser in einem scheinbar wohlwollenden Ton äußert. Die Nachricht endet mit einer verschleierten Drohung, die darauf hindeutet, dass der Autor bald in Aktion treten wird. In dem Stoff ist eine Erinnerung an unbeschwerten Stunden, Leidenschaft und Geborgenheit verwoben, die von zwei Menschen lange herbeigesehnt wurde. Zwei Menschen haben hier beieinander Trost gefunden. Zwei Menschen, Svetlana und mein Vater. Ja, genau, das ist der Klassiker, nicht? Die Seide erinnert sich an die zaghaften Pläne, an die wiederkehrenden Zweifel, an das friedliche Gefühl, dass alles so ist, wie es sein sollte, und an die chaotischen Gedanken, die vom Rausch der Leidenschaft rühren und deren Details ich lieber nicht wissen möchte. Reisetruhe, sehr alt. Sieht aber wie neu aus. Wahrscheinlich ist sie schwer. Die Truhe steht immer bereit. Svetlana hat ihre persönlichen Gegenstände mehrfach in die Truhe gepackt und herausgeholt. Ihre wachsende Nervosität und Unsicherheit ist deutlich zu spüren. Sie soll gehen oder ist es besser zu bleiben? Am Ende beschließt sie immer wieder weiter zu warten und schließt die leere Truhe mit einer rastlosen Hand. Oh, wir müssen kurz ins Bad.
Perlenkette. Damit könnte man wahrscheinlich eine Kleinstadt kaufen. Die Zuneigung und Dankbarkeit einer Frau werden durch ihre Schamgefühle und andere überdeckt. Obwohl die Kette ein gut gemeintes Geschenk der Zarin ist, fühlt sich Svetlana jedes Mal schuldig, wenn sie sieht. Okay. Das ist das Häsel. Sehr schön. Schönes Glück. Geschmolzene Kerzen. Das Wachs ist heruntergetropft und erstarrt. In dem Wachs ist eine Mischung aus aufrichtigem Kummer und Angst erstarrt. Diese Gefühle wurden jedoch schnell mit geübter Kontenance überspielt. Diese Kerze stellt den Abschiedsgruß an einen Verstorbenen dar, den Svetlana sich leisten konnte. Svetlanas Ängste. Kein Wunder, dass Svetlana so schmallippig war. Die hat Angst, dass sie jemand auf Schritt und Tritt beobachtet, der viel über sie weiß und vielleicht sogar ihre unterdrückten Fluchtgedanken kennt. Dazu kommt, dass sie eine Affäre mit meinem Vater hatte. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, mich ins Vertrauen zu ziehen. Dann könnte sie endlich nach meinem schwarzen Grimoire fragen. Genau, das wollen wir ja eigentlich. Eigentlich wollen wir das schwarze Grimoire, das wir erbten. Am Balkon. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Shulsky? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Victor. Ask. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. I didn't have the chance to get to know him as a person, much less one who'd show such emotion. You mean love? That? Was it love? I miss him, that's all. What do you mean by looking in the same direction? That large travel chest. You changed your mind. About whether or not to pack. Richtig. Right then, I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. The Ochrana? It stands for Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. In other words, the secret police. I know what they are. I'd like to know what they want. Knowledge. The Tsar's eyes and ears must be on guard. They infiltrate not only the city, but most importantly, the court. And me and my soirees too, I'm sure. When did you receive this note? A few weeks ago, back before your father. I see. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that?
Tsarina Alexandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet something has changed. Your feelings of guilt, do they have something to do with Tsarina Alexandra? With the whole empire, Ruski mir im podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live the... Ja, gefährlich. Ja. Ideally, closer to the west. Where was my father in all this? Willingly or otherwise, he was part of the establishment that wanted change and could see revolution before it arrived. The Ochrana knew about you, hence the note. They must have noticed something. Vielleicht Isn't it ist er deswegen funny gestorben. why you really came to my soirée? Do you think the Ochrana killed my father? Your father was crushed by a building. I don't think that's how the Ochrana works. Ja, auch wieder war Perhaps komisch, you're gell? right. What do you intend to do now? Nothing. The soirées will continue. Society has come to expect it. Everything will stay the same. I myself shall manage. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. Ja, weil es irgendwie gefladert hat. And the collapsed building? Have you been there? There's nothing there. My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I can't help you there. But I will not let you leave empty-handed. I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Thank you. Was denn? No, thank you for listening. Was will sie? Also was, welcher Platz? Na gut, dann schauen wir mal. Aber da ist nicht. Was? Oh, doch, im Häsel. Im Häsel. Uiuiui. Vaters Briefe an Svetlana waren sehr liebevoll und romantisch. Sie hätte... Was? Das hätte ich nicht von ihm gewartet. Wenn diese Briefe in die falschen Hände geraten, hätten sie den beiden Liebenden beträchtlich schaden können. Na gut. Finde die Person mit dem Laster. Es beginnt die Sauré. Nein, Soré. Suré. Sauré? Suré. Oder kommt jetzt die Pflanze, Schlange? Da ist die Schlange. Herrlich. Ein bisschen goldig, ja. I know you. I remember you from books. What's your name? Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as Achso, your mit der Ligie haben wir gar nicht invitation to the geredet. table. For you, sir? Tarotkarte Nummer 0, der Narr. Die Emotionen in der Karte lassen sie beinahe in Flammen ausbrechen. Die Thaumaturgin muss die gesamte Feindseligkeit, die sie in sich heraufbeschwören konnte, in die Karte gesteckt haben. Sie gilt mir. Vielleicht sollte ich mich an der Seance beteiligen und sie ist nur aus Trotz. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. I'm done wasting time on this.
Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. Madame Samira hat darum gebeten, dass die Fenster verdunkelt und die Lichter gedimmt werden. Die Seance ist eine bestimmte Atmosphäre erforderlich, weshalb das Appartement abgedunkelt werden muss, bis sie vorüber ist. Es ist eine Beobachtung. Hier schon. Oh, wir sehen wieder was. Beim Spiegel. Aha. Sie versucht ein widerspenstiges Strähnchen zu bändigen und denkt dabei an Skalski. Der arme Junge war bis über die beiden Ohren in sie verliebt und hätte alles für sie getan, deshalb gab sie ihm eine unmögliche Aufgabe. Er versuchte trotzdem, diese zu erfüllen und verschwendete das Vermögen seiner Familie auf eine Reise nach Afrika, während der auf eine tragische Weise umkam. Lol. Freude gleitet über die Oberfläche des Spiegels. Ihr Herz schlägt Purzelbäume, wenn sie die Aufmerksamkeit hat und ihr Name in aller Munde ist. Sophia, ein paar Unglückselige haben für sie Kopf und Kragen riskiert. Ja, das macht die Geschichte nur noch besser. Wunderbar. Wir laufen da wieder herum wie die Trauteln. Aber warte mal, da ist noch was. Wir müssen immer noch das Laster finden. Ne? Der Zigarettenrauch wurde von fröhlichen Plaudereien begleitet. Sophias Freundinnen waren glücklich, dass sie mit ihnen gekommen war, obwohl ihr Vater es verboten hatte. Sie lieben es, ihr bei ihren kleinen Spielchen zuzuschauen, die ihnen endlos viel Gesprächsstoff liefern. Ein Zigarettenstummel ist Lippenstift zu sehen. Wenn ihre Väter es sehen könnten, was sie hier tun, Sophie entfaltet sich erst richtig, wenn sie außerhalb Sichtweite des Vaters ist. Es ist eine wahre Freude, sie bei ihren Spielchen zu beobachten. Oh. Da ist Sophia. Dann reden wir mal mit ihr. Hölzerne Armlehne, wirken ramponiert. Eine frustrierende Gedanke ging Sergei durch den Kopf, als er auf dem Stuhl saß und Sophie aus der Ferne beobachtete. Warum ignoriert Sophie ihn plötzlich? Er würde alles für sie tun, jeden Wunsch erfüllen. Das Problem ist, dass Sophie überhaupt nicht mehr mit ihm spricht. Sie nimmt keinerlei Notiz. Oje, oje. Nochmal, da können wir halt nichts mehr finden, oder? Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Reden wir mal kurz mit der Schwester vielleicht. Here you are. Gentlemen, meet my brother. Viktor Schulski. Wir wissen ja auch noch irgendwas anderes hier, ne? Asked Schulski to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Gentlemen, my sister knows what she's doing. Across the world, women rule over entire societies, like Great Britain. Naja. Do you remember Queen Victoria? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. Was für ein Trottel. Thank you. I've worked long and hard at that. Good luck with your business, miss. Schlecht, solches Häseln. I almost feel sorry for them. Have I crossed the line? Nonsense. You know, thank you for believing in me, especially in front of other people. It means a lot. Any progress with Svetlana? Guess who I ran into again? All mysterious and carved up. Ivan Konyetkin? What do you know about him? Not much. He was an acquaintance of Papa's.
Da stimmt doch was nicht. Dass der überall auftaucht, oder? Thanks to him that we're here. So seltsam. Ligia. I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Mich verdrückt, du. You enjoying yourself in this viper's den? Oh, the vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about. Sofia Skawan, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skawon can't stand Thaumaturges. Generalgouverneur Scallan kann Thaumaturgen nicht ausstehen. Es überrascht mich nicht. Es gibt so viele Leute, die in uns eine ominöse Bedrohung sehen. Ja. I've taken a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a Thaumaturge on the hunt. On the hunt? An der Hand. Madame has spotted a salutar that's attached to one of the guests. Ja, und deswegen macht sie Soirees, Seancen. Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Yes, Veles. Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? Sein Name ist Veles. Veles, der slawische Herrscher über die Unterwelt, Gott des Reichtums und Ränkeschmied. I am. That's why I haven't made up my mind. Die Soiree ist die perfekte Umgebung für ihn. Hier kann er sich sättigen, sticheln und Intrigen spinnen. Unfortunately, Svetlana doesn't want to breathe a word of it. I'm sure she doesn't trust you. Natürlich vertraut uns nicht so richtig, ne? Speaks well of her. Why the cold shoulder, Ligia? I've never liked her. Her manner gets under my skin. I've heard she's a dreadful schemer. Merkwürdig, ich bin es nicht gewohnt, Gerüchte aus Ligias Mund zu hören. Die ist gewöhnlich die erste, den Klatschmaler verurteilt. Der Einfluss des Salutors auf diesen Ort muss wohl sehr stark sein. Die gehobene Gesellschaft lebt für Skandale und saugt gierig sämtliche Gerüchte auf. Was dem Salutor gefällt, der hier seine Unwesenheit treibt. Das Laster muss in jemandem versteckt sein, der gerne Ränken schmiedet und Spielchen spielt. In jemanden mit einer natürlichen Begabung für Intrigen. Tja. Did you know that Papa had an affair with the host of this party? Are you sure? Jawohl. Absolutely. As sure as the Thaumaturge can be. I felt what he felt when, well, you know. Oh, stop! That's disgusting. Quickly, change the subject. I'm going. Reden wir mit der Sophia. Mr. Shulsky, may I have a word? How can I help? My friends and I are just playing Truth Order, and now it's my turn. Oh je. Won't you dazzle me with your powers? Anmerken, dass ihr Vater Thaumaturgen nicht ausstehen kann. Your father would not be thrilled about you playing games with the Thaumaturge. Maybe that's precisely the point. Ach so, ja, das revolutionäre Jugendliche. First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses.
And I don't like to lose. Auf den Punkt kommen und herausfinden, was los I ist. would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. I accept. I knew you wouldn't let me down. Na, wir werden sie nie enttäuschen. Will any secret do? Niemals. I'll wait anxiously for your return. I'll take a look around. Das ist eine interessant lange Quest hier. Mit vielen Nebenschauplätzen ein bisschen. Ne? Zahlreiche leere Gläser. Irgendjemand hier hat einen großen Durst. Schluck um Schluck, Glas um Glas. Mit einem alkoholischen Getränk in der Hand lässt sich Maxim seinen Blick wandern, wobei er vor allem ein Auge auf die Frau hat. Er wünscht sich sehnsüchtig etwas Gesellschaft. Irina sieht ihn heute zauberhaft aus. Er sieht für ihn heute zauberhaft aus. Die Geheimnisse des Einzelgängers. Maxim ist einsam, so wie wir alle es von Zeit zu Zeit sind. Er versucht, seine Gefühle mit Alkohol zu betäuben, aber dieser hat den umgekehrten Effekt. Irina, die Freundin von Sophia Skalon, hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Na bravo. Die Vase steht blumenlos auf dem Klavier. Sie reflektiert heftige Gefühle. Sergei kann einfach nicht aufhören, an Sophia zu denken. Er ist schwer in sie verliebt und würde alles für sie tun, und er versteht einfach nicht, warum Sophia seine Gefühle nicht erwidert, was ihn frustriert. Er sieht in mir einen Rivalen im Kampf um ihr Herz. Bravo. Dekoratives Sofa. Sie saß auf dem Sofa und beobachtete die Menschenmenge. Normalerweise ist sie kokett und verspielt, aber in diesem Augenblick fühlt sie sich nur überwältigende Leere. Ein für sie bisher völlig unbekanntes Gefühl. Sie fühlt sich einsam, sie wünscht sich Zugehörigkeit. Das Ganze dauert nur einen kurzen Augenblick, danach grinst sie wieder und fährt mit dem altbekannten Charade fort. Der altbekannten Charade. Ausgerissene Blätter. Irgendjemand hat gedankenverloren Palmblätter ausgerissen. Irina wickelte die Blätter gedankenverloren immer wieder um ihren Finger und riss sie diskret aus. Sophias Charade und Maxim, sie können sich direkt an ihn wenden, aber nein. Kann es nicht. Schlussendlich gelingt es ihr nicht, den ersten Schritt zu tun. Geheimnis einer Freundin. Unschlüssigkeit verhindert, dass Irina eine Entscheidung trifft. Sie fühlt sich hin und her gerissen. Sie möchte sich gern etwas gönnen und Zeit mit Maxim verbringen. Aber wagt es nicht, Initiative zu ergreifen. Deshalb streckt sie fest und geht in ihrem Kopf sämtliche Szenarien durch. So, das war's jetzt, oder? Schauen wir noch. Was haben wir hier noch? Weiß ja nichts mehr, oder? Genau. They're getting impatient. What have you found out? En parlant de secrets, I found your fan. Oh, and I was just thinking that I hadn't remembered where I'd left it. Yeah. Very interesting. The fan revealed to me that you dropped it on purpose. Oh, you've got me. I was hoping the right person would find it. And here we are. It worked. Oh, I was wondering where you'd gone off to. Oh, you know Sergei, don't you? We're already acquainted. Mr. Shulsky and I have completed my extra difficult dare together. At your service. Now time for truth. Are you seeing anyone? Oh, sie hat ihn.
Eine vielsagende Frage. Sophia treibt irgendwelche Spielchen mit mir. Sie fragt mich immer wieder dreist über private Angelegenheiten aus, eine Frechheit, aus der sie ihre Stärke zieht. Ich frage mich nur, ob sie mit Viktor Schulski, der Person, oder Viktor Schulski, den Thaumaturgen, hier ein Spielchen treibt. Teils Tochter versteht sich darauf, Intrigen zu spinnen, was sie zu einem Liebling der gehobenen Gesellschaft macht. Ihre Spielchen bieten etwas Abwechslung und sorgen dafür, dass es Salons in der Stadt jede Woche genügend Gesprächsstoff gibt. Ich bin ihr neuestes Spielzeug. Sie neckt mich, um ihren Vater zu ärgern, der Thaumaturgen hasst. Oder ist dies nur eine Scharade, um ihre Einsamkeit zu verbergen? Maybe we should not reveal all our secrets to one another right away. Mr. Schulski, our time is up. Sophia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Thank you once more. See you. Therefore, Veles chased Sophia Skawan and her floor here. She seemed like such an innocent girl, didn't she? Unless you count sending her admirer on a deadly trip to Africa. It's no coincidence she focused on me. After all, old Skawan hates Thaumaturges. The little scamp. If I want to discern that little schemer's flaw, I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. I hope her father doesn't find out. Nach einer Runde Wahrheit oder Pflicht flackerte etwas in Sophias Skalon herum auf. Ein Laster, das von Intrigen hervorgerufen wurde. Der Salutor im Hotel Imperial. Veles, der Aufwiegler, wurde vom Laster der intriganten Sophia angelockt. Um ihn einzufangen, muss ich mich an seine Regeln halten. Das bedeutet, ich muss Sophia einer erschütternden Erfahrung aussetzen. Ich habe das Gefühl, dass ein Skandal unausweichlich wird. So, na gut, dann nehmen wir teil an dem. Werden wir uns hinsetzen. Aber vorher reden wir vielleicht noch mit ihr. Achso, da gibt's nichts. Gut. Nicht jetzt. I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality. How should I take that? No one warned me that I should get in costume for the party. I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent. Just a bit uncouth, I'd say. Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoo. Maybe my dead father's. If you manage that, it would spare me a lot of trouble. Now we'll never know. Do you know the hostess well? Will you leave me alone if I say I don't? No. Svetlana Petrovna invited me, and I am doing my best to meet her expectations. Let's keep out of one another's way. I'll disappear. For now. So, aber wir nehmen teil. Sometimes it's good to let things go and leave other people in peace, for your own benefit. That isn't a very subtle threat. Sometimes I'm not very subtle when I want something. I respect that. Okay. Na dann los. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with these souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card.
Ups. Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? That's exactly the sort of person I had in mind. Ja, hat er. Is it a long lost Weil wir drauf geschissen haben, was sie möchte. Ja, ja. Leave her alone. Sergei, this has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls! Your devotion goes unnoticed, and you know full well why that is. I do. I am your father's choice, not yours, aren't I? Quiet, please. Well, this will make your companions happy. Making fools of people, heaven forbid. Sit down. Oh. Wird die ghosten und setzt sie hin. My poor heart. Focus on someone you want to make contact with. There is one soul I'd like to summon. Whom do you mean? Invictus-Woche wieder, ja? Die Quests fertig machen in was? In Helldivers oder was? Poor man drowned on the way to Africa, didn't he? No, it wasn't like that. I didn't know he would be killed. Ein Star Citizen, okay. Sagen, dass du weißt, dass Sophias Vater wie viel gewählt hat. Sagen, dass Sophias Machenschaft in den Tod geschickt hat. Are you planning a similar fate for Sergei? All this just to get under your father's skin? So what if it was? Do you know what it's like to live in the shadow of a cold, absent father? Rings a bell. Is it such a sin to want to be loved? Bounty Hunter, oder? The powers you and your kind have are terrifying. That's why people hate you. That's why my father is cracking down on you. Das schnelle Ding, oder? War das das? Kleine? Don't you dare. Jetzt sitzen wir da. You were supposed to stay away. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Tell me, what don't I understand? Do you know who she is? Who her father is? Die Hornet ist ja das schnelle Ding, oder? Ach nein, das schnelle Ding war das andere. Die Hornet ist nicht das schnelle, nicht dieser Flitzer, der Formel 1 Flitzer, ne? You're right. Sophia Skawan was meant to have her flaw removed, discreetly. But I suppose it's too late for that, isn't it? Someone hired you to remove the flaw from Sophia. Who? Take a guess. Anyway, it doesn't matter now. It's also too late to stay silent. What's done can't be undone. Sophia Skawan is now the center of the scandal. I have this under control. I know how to give Sophia's story a happy ending. I hope we don't all come to regret it. Oh, so schaut der aus. Den holen wir uns.
Ray of Hope, servus. Schönen Abend. Gut, das ist es also. Ja, dann beginnen wir den Kampf. Und hier. Was ist denn seine Superkraft? Stechen. Oh, Lotterie. Eine Chance für 5 doppelten Schaden. Das ist scheiße. Okay, ja dann greife ich den an. Mit... Na, warte mal. Der kommt vorher dran. Den hauen wir mal in... Na, den werden wir mal... Das eine hauen. Der hier wird ihn angreifen. Und zwar einfach mit dem Säbel. Schauen wir mal. So. Ist der mal ein bisschen gebrauchen. Jetzt greifen wir ihn nochmal mit dem an, dass wir immer HP zurück regenerieren. So, und geben. Wer ist der nächste dran? Er. An dem haben wir mal eine ordentliche in die Groschen. Und den... Dem auch. So, schauen wir mal, wie es da abgeht. Hat nicht funktioniert, was wir machen wollten. Er schießt auf uns. Oje, oje. Ah, tot. Gut. Dann kriegt er halt jetzt einen die Groschen. Mit dem Revolver natürlich. Okay, der ist gebrochen. Ah, was machen wir da? Einfach einen die Groschen. Passt. Gut. Um den nächsten. Oh, jetzt kann man die wieder. Bukawatsch. Bukawatsch. Alles Bukawatsch. Ah, Bukawatsch ist nicht gerade mein Liebling. Gut, mal eine. Gehen wir halt auf Bukawatsch. Ja, die Eigenschaft ist deaktiviert von ihm. Somit kriegt sie dann nochmal in die Fresse. Und die deaktivieren wir auch, die Eigenschaft. Aua. Nun jetzt weh. Wer ist er? Die. Wir haben einen die Groschen. Der stirbt von alleine. Und wir nehmen den Upier wieder und der Upier wird ihn angreifen und uns Leben zurückholen. So schaut's aus. Sehr gut. So, wir sind bald tot. Aber der wird uns noch HP zurückholen. Das heißt, wir werden jetzt hier auch sowas abgeben. So, da haben wir jetzt hier 10 HP kriegen, 16 sogar. Sehr gut.
So, und der wird ihn jetzt zerschnetzeln. Er ist automatisch tot, sehr gut. Damage over Time ist halt schon mächtig. Alle besiegt. Jawohl! Ah, er macht es dann doch. Hat mehrere Phasen. Erst die Overdrive-Dinge 1 bis 5, kann man nichts Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls Nur 33% lautet Pfeifen. were particularly restless. Sophia? Did you enjoy the show? My best so far. So, I suppose now is the time to applaud. And you, sir, what can you tell us? Bitte was? Übrigens ein Dankeschön zu der 1.0 Ansprache von Robbie. Was? Was für eine Ansprache? Welche Ansprache? Was ist Robbie? Was? Ach so? Das heißt, das muss man sich irgendwann anschauen, hä? Wird jetzt langsam was, oder wie? Da ist noch ein Weg versperrt. Sophia Frieden schenken. Schenke Let it Frieden. sink in that you're free, finally. Neither your father nor your environment define you. Everyone heard those atrocious words from my lips. I can't undo that. But you're right. You freed me. I know what it means to live in the shadow of a father, but that's all behind me now. Ich hoffe What mal. did you do? Das wäre ja wunderbar. Aber Squadron 42 würde ich dann gerne spielen, mal dann, wenn es da ist. Mal schauen, ob das leibend ist. Zugeben, dass dein Vater gestorben ist. Nehmen wir das erste. I met someone who helped me undo the mistakes I made because of my father. It sounds like that was someone very dear to you. What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. Die ist mit dem We're Pfeiffer, oder? terminating this disaster. Farewell, Viktor Szulski. See you. No, I don't think so. Will the gentleman with a book be leaving peacefully, or should we show him out? Zur CitizenCon soll ich gehen? Haha, genau. Fertiges Spiel will ich, keine Demo. Raus mit dem Schaß. Ihnen keine Probleme bereiten. Sagen, dass sie es doch versuchen sollten. Nein, keine No Probleme need, bereiten. I can passt make schon. it to the door. Madame, honored guests. Ich glaube, wir müssen jetzt unbedingt zum Don't scare me like that. Rasputin gehen. Mr. Szulski, are you alright? I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konieczkin. Den keiner kennt. Thank you. That's very polite. Thank you for an interesting evening. Sie wütend werden lassen. Entschuldigen. Frage, ob das sarkastisch Are you gemeint war. angry? I need to rest. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Ligia,
Good night. Okay. Gefangen, aber unzählige Salutoren gehorchen deinem Befehl nicht. Besuche Rasputin, um sie zu zähmen. Brauchen wir das Telefon? Hello? 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 Victor? Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Have you visited your old stomping ground yet? Is there any specific reason why you're calling me? I wanted to... I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? Ja. Ihn bitten, es dir am Telefon zu erzählen. Ich versuch's. All right. So where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. Oh Mann. Wir müssen auf jeden Fall zum Rasputin. Und dann... Ja, müssen wir schauen, wie wir... diese eine Sidequest fertig machen, die es da gibt, mit den Nutten und den... Ne, was auch immer. Ja, mit dem Fischmann. Der Fischer, nicht Fischmann, Fischer. Mr. Schitz. Ja, was ist mit dir? Sadly. Dass die immer rauskommt. Doch drin bleiben, ich geh einfach rein, oder? So. Da haben wir wieder hypnotisiert. Although, I think I can already see what you need. Let's not waste time. How about that? I'll be very grateful to you for another round of help. Let me share something about your pace in hunting for Salutors. Aren't you losing yourself too much in it? Again? Is there something you want to tell me? Do you not want to help me anymore? Nonsense. You can always count on me. I'm just worried. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Do you see him? He's remarkable. I can't tame him. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way.
What year is it? Still 1905. Fragt jemand nach dem Jahr. Yet time flows on inexorably. Have you seen the future again? I don't know if it's the future. It could just be some symbols I don't know how to interpret. Heavy clouds drifting over battlefields, reaping a deadly harvest, and these faceless beings walking among strangely contorted bodies, and the ship, unsinkable. Yet it went down with thousands on board. Titanic, ja. I feel as though I could have stopped it. Did you watch me sleeping? You still drool. Stabbert immer noch. I think I shouldn't abuse the Nadezhinsky's hospitality any further. That distressed woman you mentioned, Svetlana. You know, I saw her in my vision. That surly maid brought me the gossip about her that was going around town. This Svetlana is causing herself trouble. Okay. I don't remember talking to you about Svetlana. Bestimmt. Maybe that's an effect of our treatments. I hope everything comes back to you. What was this gossip, may I ask? Nothing that would sully her in your eyes. She intrigued me. I'd like to meet her. And you know, I think she needs help. Help? What do you want me to do? Bring her to me. I won't keep you. Until next time. Das ist ein Nebenquest oder ein Hauptquest? Ah ja, das ist ein Hauptquest. Gut. Wir können jetzt endlich die Pferdehimmel vielleicht machen. Schauen wir mal. Ist da unten was? Ich weiß nicht, brauchen wir 4 oder 5? Das weiß ich nicht mehr. Verdammt. Oh, warte, da ist was. Frische Blumen, Pomade, Schuhe polieren, Gehrock. Eine Jacquard-Weste, die 5. diesen Monat. Neidische Gedanken begleiten ihn, seiner Besorgungen nisten wie Mäuse in seinem Kopf und nagten an seinem Wohlbefinden. Warum werden manche Leute in Wohnungen geboren und andere in Dorfarten? Oh. Okay, was? Wir können jetzt auf jeden Fall das Imperial finden. Das machen wir dann mit der Hauptquest weiter. Und wir hätten hier und hier die Nebenquest mit dem Sascha. Wichsmühlen des Schneiders. Wo ich halt nicht weiß, was wir tun müssen. Und dann hätten wir noch den Erinnerungsholz und der ist egal. Schauen wir mal, ob wir bei diesen Pferden weiterkommen. Wenn nicht, müssen wir da eh anders vorgehen. Oh, da ist schon wieder was. Lippenstift. Das Gässchen fiel aus dem Kutschenfenster nun. Vielleicht hätte sie ihre Schminke im nüchternen Zustand richten sollen. Leidenschaftliche Worte haben sich auf dem Deckel niedergelassen. Bitten, sie mögen ihn begleiten. Versprechen, sie würde als Tänzerin in einer neuen Welt berühmt, wo alle sie beneiden würden. Okay. Das könnte sich zu einer nächsten Weste herausbilden. Reisen wir mal dahin, schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt was tun. Oder brauchen wir Rang 5? Wenn wir Rang 5 brauchen, müssen wir noch was machen, leider. Ach scheiße, wir brauchen Rang 5.
ein Wurfwettbewerb ohne Ziel. Außer den Flaschen warf er auch verbitterte, resignierte Worte. Die entschlossen sich auf dem Flug eine Pflichtgefühl, die Zufriedenheit mit gut gemachter Arbeit und der letzte Rest Freude an seiner Arbeit. Er will sie nicht verlieren, aber er schafft es, sie zu behalten. Wir brauchen halt genau noch einen Punkt. Dann können wir auf 5 gehen und können die Zunge lösen. Shit. Das schaffen wir so nicht, oder? Of all the giants in Povishla, Who was the last victim? You must know their name. I do, but you don't have anything to convince me. Is there anything else? I want to see the painter. You must be joking. Until the fisherman's trial, not even his own mother can see him. Is there anything else? Wirklich. Mal es I have probiert. to go now. It's true. Wir stecken hier wirklich fest einfach. Aber nur ein Level noch. Ein verkacktes Level. Kann ich die Onkel-Side-Quest machen? Was ist denn da drin? Hello. Hello, hello. How can I help you, sir? Are you buying? Pledging? Art, cards, old farts, top coats, ski, jewelry. Entgeht mir was, okay. Do you remember Mieszko Setsemin? He was a lone shark around here. And you're asking me because? No reason. Setsemin died a long time ago. They say someone attacked and shot him. Terrible tragedy. Terrible. Even talking about him might bring bad luck. Yeah. And so, life goes on here in Povishla. Goodbye. Was ist denn da links irgendwie? Ah, da haben wir was gefunden, das passt schon. Okay. Jetzt wir wohl das andere Side-Quest beobachten. Und hier scheint nichts zu sein. Oh, da ist was. Eine Brosche. Sie will wieder zu Boden, verlor dabei die Brosche. Das heißt, es sei ihr geliebstes Kleid, färbt in scheeles Grün. Was schlecht für sie ist. Vielleicht haben sie recht, aber sie ist schon 60 Jahre alt. Ihr bleibt nicht mehr viel. Jetzt muss sie sterben. Da ist auch was. Können wir jetzt untersuchen. Bank. Eine hölzerne Sitzgelegenheit, die von aus man letzte Opfer des Fischers sehen kann. Eisige Kälte, unzählige Stürme und die sengende Sonne haben dem Holz schwer zugesetzt. In den Rissen klebt jedoch mehr als nur Sand und Staub. Hasserfüllte Gedanken stecken tief in der Maserung. Jemand war überrascht, dass das Haus nicht auch von dem verdammten Fischgeruch durchdrungen war. Okay. Reden wir nochmal mit ihr. Yes.
Have you seen anyone suspicious here lately? Other than you? This is Powiśle. Everyone's suspicious here. Ist eben so. What are you saying? My late husband's drunk. Also den I Müll, don't das need- wissen wir ja eigentlich schon. I have to go. Goodbye. Das war weniger erfolgreich. Künstlerschuppen. Da gehe ich nochmal rein. Vielleicht haben wir da was übersehen. Eher nicht. No. Eher nicht. Schade. Ja, es scheint wirklich so, wir müssen leider... Oh, da war was. Da ist was. Da ist ein Buch. Bestätige den Kauf von 25 Ballen Denimstoff. Die Worte Erfolg, Durchbruch und lukratives Geschäft tanzen herum wie Revue-Mädchen. Der Stoff, der in Amerika als Arbeiterkleidung immer beliebter wird sich wohl auch hier durchsetzen. Und noch hat niemand davon gehört. Weichselvisionär, er kann die Schlagzeile schon sehen. Denim, also der Jeansstoff, ne? Oder? Das ist aber klar, was wir machen. Ja, mittels eines anderen Sidequest mit dem Onkel vorantreiben, bis wir dann die nötigen XP haben, um das freizuschalten, was wir hier brauchen. Das kann nicht mehr so viel sein. Kann man in die Kneipe jetzt eigentlich rein oder will man da jetzt schlagen immer noch? You again? What about that copper outside? I don't think he's a local. He captured the fisherman, so he earned respect in the neighborhood. One more word, and we will take you out. I'm a friend of Piotr Kusta. Hey, do you hear the kind of names being tossed around here? You better find some friends your own age. Pervert. Get that fancy pants. Ja, bravo. Mal erst wieder hin. Ja, dann beginnen wir halt den Kampf. Schauen, was da geht. Das letzte, was wir noch machen. So, was ist der? Der erste Angriff gegen dieses Ziel verfügt dem Angreifer einen verborgenen negativen Status zu. Das ist natürlich böse. Wer kommt denn als erster dran? Hier er. Blutung haben wir gekriegt. Interessant.
nicht. Da braucht man die Zunge. Au. So, der stirbt gleich. War mein Bein gewaschen. Doch nicht. Der ist schon tot. Aua. Oh. Was verkalkuliert? Ich glaube, es geht sich immer noch aus. Er ist tot. Dann können wir immer noch das zufügen. Das geht sich auch aus und dann heilen wir uns. Viel Schaden kann er gar nicht machen. Und wir rennen die Groschen. 10 HP dazu, 20 sogar. Gut, er ist fertig, das war's mit ihm. Passt. Gut. Auch ein bisschen Erfahrung bekommen. Kommen wir also rein. Die Schläger sind Anybody hier. else got a problem with me? Ja, jetzt schauen sie alle deppert. I thought so. Tut auch nicht Sinn, dass er da eh nichts ist. Ja, es war. Na, wobei, wir können mit ihm reden. Just no browning, please. What can I get you? It's nice in here. I like the decor. Why the moonshine? It sells best. We've just run out. Have anything else to say? Na, das I'll be war's. off now. Shit. Good riddance. Servus, Big Basti. Was? Quadruple A? Oh. Wer spielt er? Ist keins. Das ist dafür ein gutes. Ach so, das Spiel ist ein Schatz, ja. Natürlich. Das beste Spiel der Welt, 100 Jahre in Entwicklung. Was will man mehr? Secrets? Not on my watch. Es zeigt einen Jungen. Spielst du das oder was? Ja, natürlich. Dragon's Dogma 2 werde ich mal anschauen, ja. Freitag, oder? Kommt's raus. Das 1er habe ich jetzt gespielt gehabt, vor 2 Wochen, glaube ich, nachgespielt. Unglaubliche Worte durchdrangen das Papier, als sie nach dem Besuch beim Barbier sah. Bist du es wirklich? Ohne den Bart siehst du wie ein ganz anderer Mensch aus. Ah, wir haben eine Schlussfolgerung. Lacker rissen, ja. Gegen den Strom. Der neue Mann blickt nicht zurück und schert sich nicht um die Vorurteile der alten Zeit. Er zeigt stolz, glatt rasiert Wangen, wählt starke Farben ohne Blick auf ihre dunklen Assoziationen und greift zu ungewöhnlichen Stoffen. Die neue Dekade gehört denen, die die Mode an sich selbst anpassen, nicht andersherum. Okay. Also ein Quest oder was? Nicht wirklich. Ah. Ich kann das nicht abschließen, weil wir zu wenig, weil mir ein Punkt fehlt. Das ist scheiße. Ich hoffe, das funktioniert, dass das dann so ist, dass ich dann nicht, dass ich das nicht verliere. Das heißt, wir könnten mit dem Sascha weiterfahren. Der ist da unten. Und dann hoffen, dass das Quest nicht ausgeht. Einen Punkt kriegen, den wir wahrscheinlich kriegen werden, und dann hier zurückkommen und das Quest machen. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ja. Ja, also das Dragon's Dogma will ich schon spielen, ja.
Bin gespannt, das scheint... Gut, ich meine, schauen wir es an, ne? Ich meine, vielleicht gefällt es mir auch nicht. Ist ja auch möglich. Aber warte mal, wir sind jetzt bei dem... Wir sind hier. Ich kann also zu der Aussichtsplattform und vielleicht kriege ich hier genug XP für meinen Punkt. So, jetzt ist gleich 11, jetzt ist es gleich aus. Na, es geht sich nicht aus. Es geht sich nicht aus. Was? Aber? Der Onkel Sascha, wo ist der bitte? Also jetzt kann ich durchgehen, weil ich ja jetzt anerkannt bin in der Gesellschaft. Und im Park wieder warten. Beim Eisgeschäft hat er gesagt. Da kann ich auf ihn warten. Okay. Ist hier noch irgendwas, was uns eventuell Punkte geben könnte? Da vorne noch etwas. Ich glaube, das ist einer, den man schon kennt. Aber jetzt kann ich in die Bar. Achso, das ist die Bar von dem Freund. Ja. Dann probieren wir das mit dem Warten aus. Ich hoffe, dass die Quest dann nicht weggeht, sonst bin ich traurig. Hi, Victor. Something held me up. Ah, da ist er wieder. Have you been waiting long? Just a moment. Welcome back to our favorite square. A lot of good memories, hmm? That's true, I do have fond memories of this place. You were so small. You, Ligia, and Petya would always race from the droshky to the booth. And then we'd hold up the entire line until we finally decided what filling we wanted in our donuts. Ah, Donuts, nicht Eis, das war's. Pfannkuchen. That's because she only likes them with plum. Who does that? Anyway, I'm guessing you need my help. You truly are your father's son. To the point. Natürlich nicht zum Punkt, kein Gebrabbel. It's about a certain incident at the Imperial Hotel. Is it about the confusion that supposedly aroused during one of the recurrent soirees? Do you know what happened there? No, not at all. I wasn't there. Good. Because the party you know nothing about attracted the interest of several important figures. I'm just saying. But that's not what I wanted to talk about. It's about Petya. And the Imperial Hotel, a boy, fell from a balcony and he's dead. Those hyenas from the Warsaw Courier have already jumped on it. How is it linked to Petya? Is he alright? Yes, he's fine. But you see, that wretched balcony is part of his apartment. Oh. LOL? Ein junger Mann hat im Verlauf einer Zecherei im Hotel sein Leben gelassen. Dem Artikel zufolge war er mit Cousin Petya Warren befreundet. I didn't know Petya lived at the Imperial. He didn't mention it when I saw him at the funeral. He rents an apartment. Says he's more comfortable that way. Closer to his friends. You know, I'd like to be more in touch with him. You're not very close? Since losing Helena, it's been up and down between us. My work kept me from devoting enough attention to him. Maybe I was too lenient with him. Who was the guy who died? Ludwig Krajewski. He and Petya were from two different worlds. You know, the Krajewskis are... they're not wealthy. There's nothing wrong with that, but how did he and Petya meet? That you'll have to ask my son. Okay. Ludwigs Tod. Krajewski ist im Hotel Imperial ums Leben gekommen. Seine Familie wird Berichten zufolge bereits von Reportern belästigt, die einen Kommentar zu dem Vorfall erhalten wollen. Sollte die Familie einen Besuch abstatten, um mehr herauszufinden. And what role exactly am I here to play, Uncle? Do what you do best.
Use your powers to find out how Ludwig's death is connected to Pietia. With all due respect to Stasio, I don't want to make the same mistake judging my only son as he did. I want to know the truth, whatever it is. And those Krajewskis. I know the press is trying to contact them. I fear that without your help, they might publish something untrue. I'll go see Pietia. And where can the Krajewskis be found? They live in a courtyard-facing apartment of a tenement house, near the Imperial. I'll see what I can do. Thank you. Thank you. Go. I stay here for a while. Er schaut immer so fertig aus und kaputt. Okay, da geht's runter, wunderbar. Oh, da ist schon was. Was ist das? Ein beiger Farben mit Schlammbeschmutz. Tag für Tag das immer gleich Maschinengekratter. Die Hände der Näherin arbeiten rückt. Nach Stunden des Nähens verwelken sie wie Blumen ohne Wasser. Sie wattiert diese Stoffe seit vielen Jahren. Nichts ändert sich jemals außer ihren Händen, die immer schwächer und faltiger werden. Okay. Ja. Das andere Quest ist jetzt immer noch da. Nobody's home? They are. They just won't answer the door. Tobias Schwegi, the Warsaw Courier. Maybe they want to mourn their son in peace rather than talk to the press. What are you looking for here? Information. But I think my methods are more effective. Then maybe I will leave, and later you can share something. Deal? Was? I've got a better idea. You get lost, and I won't knock your teeth out. A subtle suggestion, Mr. Man with the book. Fine, I'm going. Leichte. You chased him away? Glory be. Thank you. Please, come in before he gets back. Let me at least offer you some tea. Der ist nett, schon. Thaumaturge never fails me. There is something here. Okay, die ist komplett fertig. Achso, ja gut, der ist tot. Das ist natürlich blöd, ne? Kaputter Teller. An jeder einzelnen Scherbe des Tellers, der wütend auf den Boden geworfen wurde, haftet ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Ein Leben lang hat er hart gearbeitet und sich um seine Familie gekümmert. Er verdient dieses unermessliche Leid nicht. Ein dicker Kloß hängt ihm im Hals und schnürt ihm mit jedem Herzschlag die Luft ab. Ein Mantel, der von einem bekannten Schneider in der Straße gefertigt wurde. Schwarze Wolle schmiegt sich perfekt an den Saum des Kragens, in den teuren Knöpfen spiegeln sich noch schwach die Lichter von Paris. Die ursprüngliche Absicht, Schönheit zu schenken, ist kaum noch zu spüren. Sein Eigentümer hat es nicht verschenkt, um jemanden glücklich zu machen, sondern weil er von dem aus dem modekommenden Kleidungsstück gelangweilt war. Hohoho, gelangweilt. Das Foto zeigt eine junge Frau, die in einem Fotoatelier posiert. Das liebliche Antlitz ist in der Zeit erstarrt. Er ist ein Liebesporträt. Was? Es ist ein Liebesporträt, wie es sich nur ein reicher Mann leisten kann. Ein herzerwärmender Anblick, der auf den Rahmen geschnitten wurde. Das Licht und die warmen Gedanken der Geliebten umgeben ihr Haupt wie ein Heiligenschein.
So, ich glaube, es ist schon viel zu spät, ich kann bald nicht mehr lesen. Eine hohe Arztrechnung. Zahlreiche Ziffern überziehen mehrere Papierseiten wie schwere Eisenketten. Die Seiten wurden von müden Händen zusammengeknüllt. Tränen sind auf eine Ecke getropft und haben diese gewellt. Hilflosigkeit und Verzweiflung überströmen das Herz in Wellen und rauben den Atem. Bravo. Gut, reden wir mit ihm einmal. Come in. Would you like some tea? My name's Krajewski. Zygmunt. Viktor Szulski, thank you. Maybe later. I have a question. Is it about Ludwig? Since you brushed that news hound off. All right. Ask away. Do you get invaded by the press often? Not a day passes without someone knocking at the door, sniffing around, reopening wounds, looking for a scoop. But Yeah. each one of them also Klassisch. promises money. We're not wealthy, and after Ludwig's death, we have even less. You could use some money now. Sure, but I really don't know what I could tell the news hounds. That's enough. Did Ludwig live here with you? Not much recently. Piecha kept inviting him to all kinds of places. Parties, dances, horse racing. Did it happen often? Im Verhältnis vielleicht. Piecha's invitations? Yes. I would tell him Ruskis were not appropriate company for him. Perhaps Ludwig was impressed with it all. You bet. But if you ask me, Piecha was using Ludwig so that others would admire him for spending time with a poor man. So, there you have it. Laut Sigmund nutzte Petja seine Freundschaft. Glaube ich nicht, oder? Die Beziehung zwischen Ludwig und Petja war recht kompliziert. Petja war einen armen Jungen befreundet, weil er anderen gegenüber großzügig zur Schau stellen wollte. Ludwig wiederum wollte mit Unterstützung seines Freundes seiner Verlobten ein besseres Leben ermöglichen. Ach so, okay. That's enough. Can I ask you about Ludwig's belongings? You've looked around by now? I found a photo of a young woman. Who is she? This is Hannah, Ludwig's sweetheart. They had been seeing each other for a while. She was here not long ago, after what happened. An elegant men's coat. Is it Ludwig's? I don't have the heart to sell it. Ludwig liked it so much. Piecha gave it to him. I've seen the doctor's bill. I think this is trash. Goodbye. Goodbye. Dankenspur führt raus. Interessant. Aber wohin? Oh. Was mit ihm? You didn't introduce yourself, but I have my own ways of getting to the truth. Ah, der schon wieder. WS. Viktor Szulski. Are you one of those Szulskis? Stanisław's son? No. What do you want? I know. You told me to go away, but you know what the press is like. So, what have you found out? I didn't learn anything new. Too bad. I'm afraid in tomorrow's newspaper people will read that Thaumaturge is a scam. In that case, until next time, Mr. W. Aha, ein Arschloch. Hat uns gerade erpressen wollen.
Ah ja. Herzen. Flamme zischt boshaft. Trauer über ein totes Kind beißt sich fest und saugt langsam das Blut aus, vor allem nachts, wenn Marias rasselnden Atem durch das Haus hallt. Sigmund weiß, dass er bald eine zweite Kerze auf seinen Altar stellen wird, wonach sein Herz in 1000 Teile springt. Stimmt, die stirbt auch, ja. Familie Grajewski befinden sich in einer schwierigen Situation. Ludwig ist gestorben, wodurch sich der Zustand der schwerkranken Maria verschlimmert hatte. Die Arztkosten treiben Sigmund in den Ruin. Hello. Mr. Shulsky, hello. Shall I inform the authorities and hospitals, or shall I wait? Your last visit has become somewhat of a legend. This time it'll be quiet, I promise. I'm here to see Pyotr Voronin. Is Master Voronin moving out by any chance? Not that I know of. Why should you care? The gatherings that the young master deigns to organize are rather noisy and bothersome. The guests have been complaining. Some have left. Never mind. Where can I find our pest? Room 213, second floor. You've been there already. Also, da war ich schon. Wann bitte? Lesen. Aha, Beschwerde. Hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass meine Frau und ich unseren Aufenthalt in dem Modell frühzeitig beenden werde, wenn sich die derzeitige Situation nicht schnellstens ändern sollte. Seit einiger Zeit ist eine erholsame Nachtruhe nicht mehr möglich. Die Exzesse. Das ist also... Ja gut, das ist von dem... So, hier ist aber nichts. Könnte man aber reinlaufen. Ja, dann schauen wir rein. Was ist das bitte, oder? Verarschen? Das ist ja riesig. So, same thing tonight, gentlemen? You bet. I'll get some cognac. It will help relax the atmosphere. Ja, verrückt. Da sind ja 1000 Leute. Schlafen sogar in der Badewanne. Ja, ist kein Wunder, warum die Leute jetzt auszucken, ne? Steht am Tisch. So, same thing. Who's this guy? It's just my cousin. Hello, Victor. Meet Thomas and Franz. Did you miss me? I wanted to see how you've settled in. Take a look around. It gets quite interesting here during my modest parties. Want some champagne? About these parties, I think someone got lost on the balcony recently. It was Papa who sent you, wasn't it? I told him to stay out of this. Thomas, Franz, show my cousin the door. Okay, wir werden rausgehauen. Wirklich? Lol? Was für ein Beidel? Gut, der braucht länger, gut. Na gut, dann geben wir mal das rein. Das. Saugen wir ihn aus. Er ist also, der ist tot, bevor er weiß, dass er ihn überhaupt gibt. Und dem hau ich einfach mal in die Goschen. Ah, hat leider nicht funktioniert.
Die machen schon ordentlich Schaden. Wow, wow, wow. Die XP kriegen wir zurück. 15. Der stirbt, passt. Das will ich jetzt nochmal probieren. Wir werden uns nochmal HP zurückholen. Ja, wir haben ihn gebrochen, sehr gut. Der kommt jetzt später wieder. Doppeln wir unseren Schaden, oder? Der ist kaputt. 18 tot. Wir haben keine Chance. Gut, wir spielen auf, was spielen wir auf Herausforderung? As you can see, Und da war bis I jetzt. can be stubborn. Congratulations. Franz and Thomas are tough customers. Well, speak up. I don't have all day. What happened that night, from your point of view? Thanks, cousin. Der Balkon It's sollten hard wir for uns me noch to talk anschauen. about it. He was my friend. We were having fun. Whiskey, cigars, and other amusements. Ludwig got drunk and went out on the balcony. He yelled something about wanting to get higher, even higher. And then there was a scream and a shriek from down below. I stepped out onto the balcony and Ludwig, he was down there, dead. I went to see the Krajewskis. How are they? They remember how close you two were, how much Ludwig cherished your friendship and your gifts. Really? The Krajewskis remember me? Mm-hmm. How do you want to end it? Your friend is dead. He was someone's son. Yes, the Krajewskis. I know they're poor, but I can help them with that. They say the press is interested in them. I've heard. I'm not worried about myself, but it may damage Papa's reputation. And it could take a toll on the Krajewskis too. I want to protect them. Money is no object. Okay. Hello? Who is it? Did she introduce herself? No, do not let her in under any circumstances. Damn it. Oh, der hat was. Da ist ein, der ist befallen. You have an unwelcome guest? Mind your own business, cousin. Oh oh. Ein Anflug eines Lasters. Während des Gesprächs mit Petja blitzte sein Laster auf. Die Launen des jungen Herrn. Petja scheint ein Laster in sich zu tragen, das vor egoistischen Motiven strotzt. Er ist arrogant und nutzt die Menschen in seinem Umfeld aus, um seinen Status zu verbessern. Oh je, da liegen Leute. Vielleicht besoffen oder was? So, ist das der Balkon? Dann schauen wir da noch kurz raus. Stiefel. Die stehen ordentlich nebeneinander. Die Schuhsohlen zittern vor Aufregung. Ein Schritt auf der Brüstung. Der erste Schritt zu einem neuen Leben. Der Mann war von Freude erfüllt. Er würde seinen Liebsten und seiner Familie ein besseres Leben bieten können. Das Dokument, das er gerade unterzeichnet hat, würde dafür sorgen. Sie war dabei, ihr Haar zu richten. Plötzlich versteiften sich ihre Finger, ihr ganzer Körper verkrampfte. Der Schock elektrisierte die Metallnadel. Die Sekunde, an der 2 Leben zerstört wurden, hinterlässt tiefe Spuren auf einem kleinen Schmuckstück und verwandelt es in ein Artefakt des Schmerzes. Okay. Überraschend. Für Reife soll ich es bringen. Kachtel strahlt noch ein wenig Wärme aus. Eine wohlverdiente Pause, eine kleine Flamme entzündet eine Zigarette, in der die Seele flackert, ein witziger Hoffnungsfunke. Die Kellnerin schwebt in einer Traumwelt. Sie sieht sich selbst in einem weißen Kleid mit einem Schleier und hochgehobenem Haupt. Sie wird endlich gewürgt und verehrt. Gewürgt? Gewürdigt! Zum Zeitpunkt des Todes von Ludwig
hielt sich eine zweite Person auf dem Balkon auf. Eine Zeugin, höchstwahrscheinlich eine Kellnerin aus der Bar, drum und dran. Okay. Das ist natürlich interessant. War es ja quasi auch gleich ums Eck, glaube ich. Gut. Dann verlassen wir das Hotel. Vorher tun wir hier noch einen Punkt rein. Haben wir 5, oder? Nicht? 4. Yes. Immer noch nicht 5? Ich bin mir so sicher. Brauchen wir nicht 5? Wird noch zum Desaster. Ja, reden wir mit ihm mal. I insist you let me in. I've already told you, madam. Master Voronin is not here. Perhaps I could help you somehow. Let's talk. Please do. Best of luck. I'd do anything for a short break from those annoying guests of his. Der arme Concierge. I will get to that bastard no matter what. Don't even try to throw me out. Quite the opposite. I can help you. But first, I'd like to know why he didn't want to let you in. Because he's afraid to look me in the eye. And I'm Oh, hat er carrying es his geschwängert. child. I see. Peter should hear the joyful news. Please give me a moment. Das ist ja köstlich. Vater des Jahres. Petja weigert sich, Anna zu reden, obwohl er der Vater ihres Kindes ist. Dies ist ein guter Anhaltspunkt, wie ich ihn dazu bringen kann, sein Laster in all seiner Pracht erstrahlen zu lassen. Ja. Zeitung von heute. Zwischen den gegrätselten Not- und Zeichnungen schwelt die Wut. Seine Augen huschen über die Worte, aber seine Gedanken drehen sich einzig und allein um den jungen Voronin, der jeden Tag im Modell den starken Mann markiert. Notizbuch von der Tabellen. Der Einband des Notizbuchs bebt vor Frust. Die Zahlen offenbaren die bittere Wahrheit. Wichtige Gäste stornieren ihre Aufenthalte, der Saldo steht im roten Bereich, die harte Arbeit des Tages zahlt sich nicht aus, die Sanduhr leert sich. Wenn sich nichts ändern sollte, waren alle Mühen umsonst. Na bravo. Gut ist nur der Typ. Gut, ich kann ihm jetzt ein Laster holen, aber wir werden zwei Dinge machen. Wir werden die Kellnerin suchen, die Gedankenspur des Concierges verfolgen, das Geld denen auch zwingen, etc. etc. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir wahrscheinlich so viele Punkte haben, dass wir dann hoffentlich die Pferde am Himmel durchführen können. Aber das wird ein andermal passieren, denn heute ist es schon spät. Und morgen ist wieder Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, dabei sein. Schlafet wohl, träumet schön. Gute Nacht. Bis morgen.